Wir haben ja Erfahrung mit Trump I gesammelt und im Zweifelsfall kann Europa sich verteidigen und wehren, wenn es geeint und geschlossen bleibt. Das ist natürlich der Imperativ, der über diesen Tagen hängt, auch mit Blick auf die Debatte in Deutschland. Wir werden, da wir den größten Handelsbilanzüberschuss von allen europäischen Ländern mit den USA haben, zwingend auf die Solidarität der anderen europäischen Länder angewiesen sein. Wenn wir hängen gelassen werden, wenn Europa nicht gemeinsam agiert, dann wird die deutsche Wirtschaft, dann wird Deutschland einen hohen Preis bezahlen. Und in der Finanzpolitik haben. Wie wollen Sie verhindern, dass Deutschland weiter in dieser Stagnation? Die Attraktion von, ich nenne sie jetzt abkürzungshalber, autoritären Regierungen, und zwar unterschiedlicher Art. Also in China die Alleinherrschaft der kommunistischen Partei, jetzt um die Trump-Administration herum ein libertärer, autoritärer Regierungsstil oder ein Staatsverständnis, ist deswegen so groß, weil sie ökonomisch erfolgreich sind. Wertepolitisch, das denke ich, sage ich hier so klar, wertepolitisch teile ich nichts von dem, was dort passiert. Aber ich sehe natürlich, dass Elon Musk ein erfolgreicher Unternehmer ist und auch die chinesische Wirtschaft es schafft, von Solarpanelen über E-Autos bis hin zu den Gütern des Maschinenbaus, auf die wir so lange so stolz gewesen sind, leistungsfähige und günstige Produkte zu liefern. Wenn wir es nicht hinkriegen, in Deutschland und in Europa aus eigener Kraft, auf dem eigenen Wertefundament der sozialen Marktwirtschaft, der europäischen Ordnung, der Idee von Schutzgütern wie Klima oder individuellen Rechten, die gleiche Technik zu entwickeln, vielleicht bessere Technik zu entwickeln, dann wird, und das haben Sie ja gefragt, Frau Löhr, dann wird wahrscheinlich die Attraktion dieser Modelle, dieser politischen Modelle immer stärker werden. Aber das muss man hier so klar sagen, das ist nicht the European way of life. Das ist nicht das Grundgesetz, das ist nicht die soziale Marktwirtschaft. Und die Konsequenz kann nur sein, dass wenn wir unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie, unser Verständnis von Gewaltenteilung halten wollen und stärken wollen und verteidigen wollen, dann müssen wir diese Wachstumsschwäche überwinden. Die internationalen Institutionen sind schon lange da. OECD, IWF, alle empfehlen uns das. Die Studien der Europäischen Union, der Draghi-Report, der Letta-Report beispielsweise kommen zu einem gleichen Ergebnis. Und weil dann ja immer von, darf ich so reden, von der Gegenseite angeführt wird, aber dann verliert Deutschland seine Ankerfunktion als Stabilitätsanker im europäischen Raum, empfehle ich eine Lektüre von Moody's, der Ratingagentur, die gesagt hat, wenn Deutschland etwas, und wir reden ja nicht über eine Abschaffung oder eine Aufhebung der Schuldenbremse, sondern über eine größere Flexibilität, etwas mehr fiskalpolitischen Spielraum bekommt. Die Rede ist also von Prozentzahlen innerhalb der 60er und sie nutzt diese Spielraummöglichkeit für weitere strukturelle Maßnahmen, würde damit Wachstum gesteigert werden und dann quasi im nächsten Schritt auch die Defizitquote wieder gesenkt werden können. Das sagt jetzt Moody's. Also ist die Diskussion weit fortgeschritten und diejenigen, die anders als vor 3 Jahren jetzt sagen, kann doch nicht wahr sein, wir müssen doch das, was wir im Jahr 2009 beschlossen haben, unbedingt für das Jahr 2029 halten, die haben zunehmend Not, das zu argumentieren. Noch einmal, ich rede von einer Dynamisierung, einer Flexibilisierung, um die Probleme der Gegenwart lösen zu können. Und ehrlicherweise finde ich, es gibt kein richtiges Argument mehr, außer wir haben es vor 15 Jahren anders beschlossen. In einer völlig anderen Welt, kein Krieg in Europa, keine Wachstumsschwäche in Deutschland, damals noch die Infrastruktur okay ausgebaut, eine wachsende globale Wirtschaft, kein Donald Trump, China weit davon entfernt, bessere Autos zu bauen, günstigere Autos zu bauen als die Automobilhersteller. Da muss man doch sich mal langsam fragen, ob das Verweisen auf einen 15, 16 Jahre alten Beschluss nicht einfach am Ende nur noch Ideologie und Bockigkeit ist. Für das Jahr 26 sehen wir dann einen Anstieg der Wirtschaft auf, jetzt muss ich kurz gucken, Helga? 1,1. Auf 1,1%, sodass wir also sehen, dass das Wachstum, das wir jetzt schon so lange erwartet haben, auch in diesem Jahr verzögert einsetzt und wir dann in 26 1,1% erwarten. PK. Danke. Schönen Dank.